Hallo alle miteinander und herzlich willkommen hier von der Esplanada dos Ministerios. Das liegt in Brasilien, genauer gesagt in Brasilia, das ist ja die Hauptstadt von da. Und wir melden uns direkt von der RedBull X-Fighters World Tour und zwar vom zweiten Tourstop. Ich bin der Philipp Stirnemann, freut mich, wenn ihr da dabei seid und ich hoffe mal schwer, dass ihr da dabei seid, weil wir heute einen absolut gigantischen Gast und Co-Moderator oder Co-Kommentator am Start haben, nämlich der Mr. Rebaud himself, former X-Fighters World Champion. Hi Matt. Hallo zusammen. Hey, that was cool. I hope would you like to talk in Swiss German? No, I want to stop here. My German is pretty bad, and it's better for me in English. Okay, so and I can train my English as well. Also, ich fungiere da heute mehr ein bisschen als Übersetzer. Ihr merkt es, der Matt Rebaud kann wohl am besten Französisch, das kann ich gar nicht. Darum einigen wir uns da internationalerweise auf Englisch. Und ja, der Matt Rebaud, wer kennt ihn nicht? Wie gesagt, ehemaliger RedBull X-Fighters World Champion, hat schon zig Events auf dieser Tour gewonnen. Und ja, first of all, why aren't you competing today? Yeah, it's for sure for me. It's pretty hard to be behind the TV and not on the course. I just broke my femur 2 months ago, then that's why I cannot ride. And I will go back to the RedBull X-Fighters, I think in Madrid. Madrid will be in 1.5 months now from here now. Then hope to be okay and a good result in Madrid. But I will miss 3 first. I miss Dubai. This one in Brazil, and I will miss again Rome, the next one, and now I will try to be concentrated for the end of the season. Yeah, and we hope you will join the tour as soon as possible. Also, der Matt Rebaud heute da, nicht weil es nicht anschießt mitzufahren, nein, er hat sich verletzt, etwa vor 2 Monaten, hat den Tour Start in Dubai. Yeah, we can see Danny Torres cannot ride in Brazil. It's pretty bad. He's first on the championship right now, but he twisted this ankle yesterday on a practice, and yeah, it's very bad for him. He was like riding super good in Dubai, and it's sad to see him off the track for today. Genau, also ich wollte gerade sagen, der Matt Rebaud verletzt, darum nicht dabei. Und der nächste grosse, namhafte Verletzte am heutigen Tag ist der Danny Torres, Spanier, der ja den Saisonauftakt in Dubai gewonnen hat und sich gestern im Training an den Schultern verletzt hat. So, yeah, you just named it. I mean, FMX freestyle. Sports where injuries happen. Yeah, you know, that's very risky sports, and when you do a mistake, you pay cash. Then I think that's a bad part of these sports. You cannot crash at all, and when you crash, you get hurt pretty fast. But I think, you know, that's a part of the sports. Everybody know that can happen, and let's go to the competition and not think about surgery and stuff like this. Yes, maybe we can talk about it at another occasion, but yeah, as I just said, let's start with the competition. Also, der Matt Rebaud hat gesagt, natürlich, Verletzungen kommen relativ häufig vor, gehören zu diesem Sport. Es ist ein riskanter Sport, aber eben, wir wollen jetzt nicht über Verletzungen reden, sondern uns möglichst um das Coole und das Schöne an dieser Sportart kümmern, respektive halt eben der anstehende Event uns genauer anschauen. Und was ihr da seht, sind die verschiedenen Judges, die da über den heutigen Tag richten, sozusagen. There are 5 judges, right? Yeah, 5 judges, and we can see it's the first time we have a girl who judges the FMX. She comes from Australia, and I'm pretty interested how she's doing tonight. So, do you think she will do right, or? I think she will do right. She was there in Dubai, and she got like a couple meeting, and she. The RedBull X-Fighters crew test him pretty much in Dubai. She wasn't on the judge, but she do score, and we check how she's doing. Then she was doing good, and that's why she's in Brazil. Okay, also eine weitere kleine Premiere heute, was die Richter oder die Judges, so nennt man die ja, betrifft. Und zwar haben wir das erste Mal weibliche Judging. Oh, I'm just thinking about the female version of judge in
No, there isn't one. So, also eine weibliche Punktrichterin haben wir heute. Und für alle, die es interessiert, wie da bewertet wird, es gibt 5 Richter und die bewertet über insgesamt 5 verschiedene Kategorien, wenn man so sagen will. So, there are 5 judges and they are judging variety, challenge and execution, style, use of course and the show and spectator reaction. What is the... Are they all judging at the same level, or are there, topics that are more important? During the competition, they are all judging on the same one. It's just during the qualification, when it's no crowd, the show and execution, it's only half a point. And but you know, like it's head-to-head, and actually the judge, you need to have the helmet to beat the other rider, and you need to have like 3 helmets, and all of them, it's very important. Okay, also in der Quali fällt Show und Execution weg und zählt durch die Hälfte. Nein, fällt nicht weg, aber zählt durch die Hälfte der Judges. Aber da jetzt im Head-to-Head, also in dieser Runde, wo wir jetzt anfangen, da zählen alle Richterpunkte genau gleich. Und für alle die mit dieser Sportart noch nicht ganz so bewandert sind, es gibt insgesamt 5 Helme also zu vergeben. Das ist ja nicht allzu schwer zu errechnen bei 5 Judges. Und logischerweise, Head-to-Head heisst ein Fahrer gegen den anderen nacheinander, und der insgesamt 3 Helme holt, mindestens, der kommt eine Runde weiter. So I just told the crowd how it works with the 3 helmets. You just named it. And yeah, now let's start off with the event. Yeah, start with Villega. He was there in Basel the last week for the World Championship in Switzerland. He actually rides very good right now. He's very consistent, got big tricks like 360 and backflip tsunami, and I think he can do good. But first head-to-head with Villa, then we see Villa this year is very strong, and that will be a hard job for Villega. But nice guys. I think that's one of the first X-Fighters, and you never know, because when it's the first X-Fighters, you are so motivated and you won't take a lot of risk and you won't show what you get. Okay, so Javier Villega, der jetzt da gerade am Start ist, der kommt mit unserem Rider aus Norwegen zu tun über. Und ja, der Herr Rebaud favorisiert eben nicht den Herrn Villega. Aber we see. Man weiss ja nie, wie es rauskommt. Aber ihr seht da schon, die Zeit läuft, und zwar immer ab dem ersten Sprung. It's the first jump that counts, or where the time begins to run. Yeah. Right? Like the rider got like 30 minutes before he starts the run, and soon then he hits the first hit, the first ramp, the time start. Also, 90 Sekunden Zeit, und sobald der Rider den ersten Sprung vollführt, wird die Zeit nicht angehalten, sondern gestartet. So far he did a very perfect run, no mistake at all, and I think he's very concentrated. Underflip. We can see the track is very technical, very big. Yeah. I'm pretty mad. That would be super fun to ride on. You know, when the track is, whoa, a little bit long on this one. When the track is very big, very technical, with a lot of different jumps, it's very fun to ride. Also, der Matt sagt, ein sehr technisch anspruchsvoller Parkour, und yeah, the kickers are incredibly fast, aren't they? Yeah, we can see the dirt jumps are very steep. The rider go pretty high. And you know, it's pretty hard for the rider when you get so many different jumps, especially with the dirt jump. It's all the time to have the right speed and to not be lost on the track. With the line, with 2 jumps. Also, wir sind da gerade im Moment ein bisschen beeindruckt von diesen ziemlich hohen Sprüngen, die da die Kollegen in den Kurs hineingepflanzt haben. He lose a little bit point of extension on this one, but the run was pretty clean. Only 2 mistakes that I can see so far. One jump long and one tsunami backflip, not with the best extension. We see what Villa will do now. Okay, also keine schlechte Benotung vom Matt Rebaud für den ersten Run. Da 2 kleine Fehler hat er gesehen. Hervorheben könnte man den backflip tsunami, was it right? Yeah. Yep. And yeah, just to tell me or our audience, what are the most difficult tricks at the moment? I mean, if I look at the snowboard scene and stuff, they are always doing
much crazier stuff almost every year. What about freestyle motocross? You know, for freestyle motocross, I think all the most difficult tricks, it's every backflip like sideways, like 360 on underflip. And but you know, when the track it's that hard like this, very technical, it's more about not do any mistake and to have like 12 perfect jump. And when the track starts to be a little bit easier, it's to have the best extension and the big tricks. But I think this track will be more to have no mistake, every clean reception, and to be good. Okay. But still, I threw everything I had, and I hope it's enough. Okay. Okay. So he seems to be pretty happy with this run. Yeah, he got a good run. He got a very good run. That's definitely, I think, it's a hard job right now for Villa. Also, der andere Villa aus Norwegen gefordert und noch schnell zum Nachholen, über was wir da vorher gerade noch schnell signiert haben. Also, die schwierigsten Tricks im Moment, oder die anspruchsvollsten, sicher die verschiedenen Flips, also die Salti rückwärts und vorwärts. Wobei der Rebaud gesagt hat, auf so einem technisch anspruchsvollen und harten Kurs wie der heutige schaut man eher darauf, dass man keine Fehler macht. Kann man sich ja vorstellen, wenn man da auf die Fresse geht, tut wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schmerzen als sonst. Also die Fahrer werden heute mehr darauf bedacht sein, keine Fehler zu machen, vielleicht nicht das letzte Risiko gehen, dafür aber bis zu 12 Tricks in die 1,5 Minuten Zeit, was haben, reinzupflanzen. So, das zum letzten, wo wir da vorher noch diskutiert haben darüber. Und now on course, der andere Villa aus Norwegen. We can see he start like very hard with this run with the backflip cliffhanger, one of the hardest tricks. And double neck one hand, that's new tricks from this year. It's not upside down, but the judge actually like to see like some regular tricks. On the flip. We can see he's more clean on the reception than Villega. Okay, also er macht da gerade ein paar ziemlich harte Tricks, eine ganz neue aus dem Jahr und ist ein bisschen sauberer unterwegs als der Villega gerade vor ihm. Und da sieht man auch eben der Mr. Villega, der gerade vorher gefahren ist, der muss immer warten. So you always have to wait until your opponent finished his run, right? Yeah, that's for sure. And you are pretty interested to see what the other guys do, and you know, you never know because the freestyle can change so fast. The other guys can do a mistake pretty fast, and I think he just crossed his finger, then he missed the tricks. Yeah, but to be honest, you don't hope that he will crash. Oh no, definitely not. But you know, just do a dead seller, like a jump without tricks, and you never know what's gonna happen. Okay. And Villa did a perfect run without mistake, big extension. I think it will be pretty hard for Villega. So you think Andre Villa will? Yeah, I would pick up round? Andre Villa this one. Both did a very good run, but Villa was more clean. Okay, also der sauberere Run aus der Sicht von unserem Experten Rebaud vom Andre Villa aus Norwegen. Aber ja, eng ist es allemal. Und ich habe noch gefragt, wie es ist, wenn man eben da zuschauen muss und schauen muss, wie da der Gegner einmal ja, seinen Run in Sand leitet, sozusagen. Ob man da vielleicht sogar hofft, dass er auf die Fresse geht. Das macht man natürlich nicht. Man hofft auf keinen Fall, dass da etwas Ernstes passiert, aber eben vielleicht eine kleine Unsicherheit, sodass man halt dann jeweils weiterkommt. So, I must say it's a bit funny thing to translate all the time. I got the feeling that I miss much things here during this competition, but yeah, I hope we do okay. And we can see that Villa use better the track, and Villega stay pretty much on a ramp, on a regular jump, and didn't do transfer, and Villa do 2 transfer, who I think it's very important for the judge. And see, it's perfect extension on the backflip tsunami for Villa. Also, der sauberere Run nach wie vor
aus Sicht von Matt Rebaud hat der andere Villa gemacht, hat auch den ganzen Kurs besser ausgenutzt, hat 2 Transitions gemacht, im Unterschied zum Villega. Also das Verdikt klar und jetzt werden wir sehen, ob der Matt Rebaud gleich... First helmet for Villa. Villa just need one more and he wins the head-to-head. Also nur noch ein Punkt für den anderen Villa und da ist er also. Matt Rebaud beweist schon mal, dass er eine Ahnung hat. Hey, was pretty easy this one. Okay, gut. Muss dann doch zugeben, dass das relativ einfach zu judgen war. Also ein klarer Sieger mit dem anderen Villa, der in Halbfinale vorstößt. Und ja, das ist doch gar nicht so ein schlechtes Warm-up gewesen. Also vielleicht nochmal für alle die tatsächlich nicht so bewandert sind mit Freestyle Motocross. Wir haben bereits hinter uns natürlich die Qualifikation und die Vorrunde. Und die Punkte aus der Quali sind nicht unwichtig, weil die können bei Punkten, Gleichstand und so weiter entscheidend sein für das Weiterkommen. I just said that the qualification we had yesterday is also very important concerning the point system during such a competition, right? It's pretty important because more good your qualification are and easier your first head-to-head will be, because the first ride with the last of the qualification, then it's actually, you know, that's why Villa got a pretty cool run with Villega. But right now it start to be more serious because Aigo Sato finished 3rd on the qualification and Levi got I think 6th, something like that. But for the story, Levi, he lost his baggage and he received all this helmet and stuff for this bike just the night before the competition, the last night. And he got not a lot of practice on the track. He wasn't feeling good and hope he can have a good run still with a small practice. Okay, also, der Quali-Punkt tatsächlich wichtig, weil eben der Erste aus der Quali, der startet da in diesem Durchgang gegen den 8. Das ist auch der Grund, warum der andere Villa da relativ leichtes Spiel hat. Und das Duell da wird dann schon ziemlich viel spannender, weil der Aigo Sato, der Japaner, der ist Dritter geworden und kommt da mit dem Levi Sherwood. Levi started the run like super fast. He didn't wait like the 30 minutes. Start directly. Levi is one of the guys who got the biggest extension. He's young, he's 19 and super flexible. That's why we call him Rubber Kids. Also, das Rubber Kid, Levi Sherwood, ein absolutes Ausnahmetalent, wenn man so will. 19-jährig und it's his second year this year. Whoa, we do almost the same tricks. I don't know. So far we didn't see a backflip from Levi. Yeah, that's third year in. Okay. Third year in Red Bull X Fighters. He's still young, but he got such a big extension. He's a very good rider. Also, Levi Sherwood bereits in der dritten Saison da bei den Red Bull X Fighters dabei, sogar eine mehr als ich gedacht habe. But so far we can't see any flip tricks from Levi. Bis jetzt noch keine Flip-Tricks, also noch keine Tricks mit Rotation um die eigene Achse. Why is that? Is that because you just said before the track's too hard or the jumps are too high? No, I think because he lost his baggage during the flight to Brazil. He don't have a lot of practice, and I think he's not very comfortable on the track. Okay. And it's pretty bad because I think Levi is one of favorite. He can win this year, but with a run without backflip, I think that will be pretty hard. Okay, also, um diese Episode auch noch kurz zu erzählen, der Levi Sherwood hat auf der Reise hierhin auf Brasilien sein ganzes Gepäck verloren und hat das erst, glaube in der letzten Nacht vor dem Contest da bekommen. Also nicht gross Zeit zum Trainieren und das könnte oder dürfte der Grund sein, warum wir da von ihm heute keine Flip-Tricks gesehen haben. But overall, a pretty good run. Yeah, he got a very good flow on the run on the track. Definitely, he got big extension, but you know, on this kind of level, you have to have the backflip on your run.
and I think that will be pretty hard for Levi. If Igo don't do any mistake, I think Levi will be out. Okay, also. Der Levi Sherwood dürfte es tatsächlich ziemlich schwierig haben, wenn es darum geht, die nächste Runde zu erreichen, weil der Matt Rebaud hat es gerade gesagt, Flip-Tricks gehören heutzutage einfach ins Repertoire bei derartigen Contests. Und sobald der Aigo Sato auch nur einen da ins Sand legt, dürfte es für den Levi Sherwood am heutigen Abend gelaufen sein. Aber wir werden sehen, as you just said, you never know. And yeah, let's see what Aigo Sato will do. He's one of the elder drivers. It's the oldest one. He got like 33, I think, and it's actually good for me. I'm 28, and when I see Igo 33 and still on the game, I'm pretty happy. I'm like, oh, I can couple years in front of me. Yeah, you know, like Didier Kusch's also still yeah, definitely ski. So yeah, for sure. It's pretty cool because I don't want to stop right now. Oh, that's cool. Yeah, I hope so because yeah, I said before. You were the first one to win the RedBull X Fighters when it started off to be a world tour, right? I got my parts late. I'm exhausted. I haven't eaten right in a week. No ACL in my knee, sprained ankle yesterday, and I'm not feeling it. You know, I don't want to hurt myself, and I just want to go out and fun. And that's the most fun I've ever had in a freestyle run. So hopefully you liked it. Thank you, Levi. Okay, Levi takes the decision to not flip and just to have fun on the track and not take risk. Maybe it's a good plan. We see what's going on, and yeah, for sure, wins the RedBull X Fighters series in 2008. He was incredible for me. Just like, you know, when you can win a RedBull X Fighters, that's the biggest freestyle event that you can have. And when you win that, you are on the top. And now I want to work to try to go back on the top again. Yeah, I hope you will. Also, der Matt Rebaud zuerst schnell hat sich bezogen auf das kleine Interview mit dem Levi Sherwood, wo da tatsächlich eins auf Sicherheit macht und vielleicht zahlt sich das tatsächlich noch aus. Und dann noch kurz Statement zum Fakt, dass er eben 2008 ja, als erster RedBull X Fighters World Tour gewonnen hat. Vorher ist nämlich die Tour nur aus Einzelevents bestanden und hat noch nicht in dem Sinne als World Tour gezählt. So, und wir hoffen natürlich, dass der Matt Rebaud uns in Zukunft, er fühlt sich ja noch nicht zu alt, haben wir vorher auch schon gehört, für die Englisch verstehen. Mein Gott, ich komme das Ghetto über. So, let's concentrate on Aigo Sato, the old one, right? So, oh! He jumped pretty short on this one. We can see he's pretty sketchy on this run, but I go right like this. He's definitely not clean. I don't think he will have a lot of points for the flow of the track, but he got the big tricks. And there we had the backflip, right? We got a lot of backflip, a lot of different stuff, but he's definitely not clean. Also, kein sauberer Lauf bisher vom Aigo Sato, haben Sie gesehen. Einmal noch eine Landung halb im Flat oben und die geht nachher auch nicht sauber. Also, yeah, that might be a close one. Wow! Und dann noch schnell die Heuballen geküsst. Also. He will definitely lose points about using the course and the extension. Whoa, no, what you do? So, that wasn't his run. Do you think? Oh, I think that will be pretty close because Aigo got bigger tricks, but a lot of mistakes. Oh, again! Damn it, the run is done. Also, what he's doing? Hat er versucht, noch schöne Zugabe zu geben und trotzdem noch mal ins Flat gehabt. Also alles andere als ein perfekter Run vom Aigo Sato. Und wir schalten ganz kurz in eine noch kürzere Werbeunterbrechung und sehen uns dann nach dieser Pause wieder mit Scoring für den Aigo Sato und den Levi Sherwood. Also bleibt dran, wir sind gerade wieder rum für euch.
So, liebe Leute, da sind wir wieder. Nach der ersten kleinen Pause und melden uns zurück von Brasilia in Brasilien vom zweiten Tourstop von der RedBull X-Fighters World Tour 2011. Und neben mir immer noch der one and only Rebaud, ehemaliger X-Fighters Champion. Genauer gesagt aus dem Jahr 2008. Ich muss das nicht 100-mal wiederholen. Also einfach ein richtiger Crack, was die Sportart angeht. Bin ich froh, weil da kann ich ein bisschen Englisch reden, kann es für euch übersetzen. Und zweitens haben wir einen hier im Studio, der absolut rauskommt. So, we just saw Aigo Sato with a bad run. Yeah, it was a pretty strange head-to-head. Like Levi didn't do any flip tricks, only some regular tricks, but super clean. And Aigo got a lot of different tricks and hard tricks, but with a lot of mistake and not really clean. Then we see what the judge think. So guess, who will win? What do you think? I think that would be pretty hard, this one. I don't know. And you know. Okay, you're too Swiss. You're very diplomatic. That's okay. So far it's like 1-1. And now, if Aigo get one more helmet, Aigo win. Next helmet for Levi. Okay, wir machen es ganz and now spannend. that will be the crowd who decide who go for the next one. Also, das and Publikum. the crowd decide Levi. Oh, that's interesting. I mean, the crowd. That's pretty interesting. Who Yeah, says, for sure. Safety first. I think just maybe the crowd just like applaud better Levi with extension and was a little bit scared when Aigo ride. Yeah, we can see Aigo like pretty mad. Also, der Aigo Sato natürlich enttäuscht, braust von dannen schon mal Richtung Rom. Dort findet nämlich der nächste Event statt. Also, ja, yeah, Aigo just get better tricks than Levi, but do a lot of mistake, and I think that's why he's pretty mad. And Levi must be pretty surprised to win that. I think it's a long time we didn't see a rider in a quarterfinal without flip tricks. Also, lang her, dass man einen Rider gesehen hat, der es bis in Halbfinale schafft, ohne einen Flip-Trick zu zeigen. Und das ist tatsächlich ein bisschen überraschend, dass der Levi Sherwood weiterkommt. Aber letztendlich hat das Publikum, also die Crowd da außen, entschieden, weil die spielen, wenn es hart auf hart kommt, eben auch noch eine Rolle. Und können da doch ein Wörtchen mitreden, wenn es ums Weiterkommen geht. Und das finde ich zumindest recht bemerkenswert, dass man da ein bisschen Safety First gemacht hat und den Run besser bewertet hat. Obwohl Levi Sherwood seine nicht ganz so spektakulär war, aber einfach sauberer. Und der Aigo Sato, yeah, he has to improve, right? I think Aigo was just pissed because he got it, but not very good concentrate and not feeling good on a bike. And especially when you do third on a qualification, he was like focused to be on a podium tonight, and he will not. And now that's pretty serious. It's Adam Jones and Robbie Madison. Adam the two neighbors, right? His neighbor, yeah, actually. And but one is Australian, but he lives both in California. Also, das nächste Duell, ziemlich interessant. Ein australisch-amerikanisches, obwohl die beiden Typen nebeneinander wohnen. Big extension for Adam Jones on a dead body. Not so clean. Übrigens, was erzähle ich da für einen Blödsinn? Adam Jones. I'm sorry, I made a kind of like a mistake. I talked about Robbie Madison and Nate Adams. Cool. So, vergessen, was ich gesagt habe, ist gut. Dass mich niemand versteht. So, nichts. Adam Jones aus Australien ist da am Start. And yeah, has he good chances to win tonight? Or? I think both of these riders can win. And both already win on the past Red Bull X Fighters. Then now the competition is on and the level it's very high. And we can see it's a Red Bull athlete with a monster athlete. We see who is the best. Okay, so that's kind of like the company competition.
Also ein Monsterathlet gegen einen RedBull-Athlet, um da auch noch ein bisschen Schleichwerbung zu platzieren. Aber ja, kann man ja beim RedBull X-Fighters-Event einmal machen. But and we can see Mado is very concentrated. He actually didn't watch the run from Adam Jones. I think he wants to stay focused on these tricks and didn't expect that Adam Jones to do any mistake. You can see Adam Jones is pretty happy with this run. Couple mistakes on the landing, but actually pretty good extension. Also, ein paar kleine Fehler bei den Landungen von Adam Jones. Sonst aber, und man sieht es, ziemlich sauberer Run und er selber ist auch ziemlich zufrieden mit dem Ganzen. Big combo with a backflip Indian air to a kicker, that's pretty hard and like maybe not very impressed for the crowd, but very good for the judge. Big extension of the dead body. I think Adam Jones is the only one who can do a dead body that big. Also, der Adam Jones, der Einzige, der den Trick da vorne gerade kann. What about you? What's your favorite trick? Me, I'm very good at an underflip. And you know, that's when you flip and the bike goes sideways. It's pretty much my fetish tricks, and when I need to have a good score, I do a big one. Okay, so we will see that trick again in Madrid. Okay, I'm looking forward to seeing it. Also, der Underflip, Matt Rebosin, favorisierter Trick und wir hoffen doch mal beide. Alvaro, that Farah, one of the judges, it's an old freestyle athlete. He was in freestyle.ch a couple of years ago, and from Italia. Pretty funny guys. He loves the party. Okay, yeah, I think almost every rider loves to party, Yeah. right? That's for sure. After a big event, when you get a lot of pressure, it's all the time cool to take out the stress and have a drink with all your friends. I mean, almost every freestyle event I've been to, there's been a competition, but during this, all the riders said, okay, yeah, let's party afterwards. So I don't think they just compete to That's the way it compete. is. That's the way it is. We can see Adam Jones is very pumped and very happy with this run. Also, wir reden hier gerade über das Partyvolk Freestyle-Sportler. Und da haben wir einen, den habe ich vorher gemeint, der Robbie Madison. Der will nämlich neben Nate Adams, und über den Nate Adams erzählen wir euch später noch etwas mehr, wie der kommt auch noch dran. So, now I talked about Robbie Madison, which I said, and I said, yeah, that's the neighbor of Nate Adams. Yeah, So, and he looked very concentrated, very focused for this run, and I think there will be a good fight. Madison is one of the riders who take a lot of risks, then we can accept, wow, big extension for the first tricks. ein riesiger Sprung zum Starten. Robbie Madison, der immer viel Risiko geht. So far he did no mistake, pretty clean. Kein Fehler bis jetzt. Yeah, the landings are nice as well. Yeah, pretty steep, and it's pretty hard to be on the right spot, but when you are right, it's very smooth. Also, saubere Landungen bis jetzt. Und insgesamt ein ziemlich sauberer Run. Aber 45 Sekunden bleiben ja noch. There's also a huge crowd today. Yeah, it's a lot of people. We can see on the arena. Must be very fun to ride on it. To be about 100,000. Yeah, I think that's one of the record on RedBull X-Fighters. I guess it is the record, Yeah. as I read or as I heard. Also 100. Oh, big on the flip. Schöner Underflip. Und ich habe gerade gesagt, wir haben da, was wir gehört haben, einen Rekord, was Zuschauer angeht. 100'000 Leute sind da heute auf Brasilien pilgert, oder zumindest da auf, jetzt muss ich mal schauen, genau.
That's pretty technical. He just do like a backflip can and with one leg on the side. He learn with one leg and stay like this and take off the next jump with a leg on the side. It's actually very good for the judge. Also, zum Abschluss da noch eine ziemlich spezielle Geschichte. Und zwar der Backflip Can. Ups. Und dann im nächsten Trick innen nur mit einem Bein. Ich hoffe, ich kann das alles souverän genug und verständlich genug übersetzen. Aber das sollte einiges an Punkten einbringen von den Judges. Und dann noch ein bisschen extra Show zum Abschluss. Also, it's always the Americans, right? Yeah, no, I think all of them are like very interested about the crowd. But Mado did a very good run, very clean, no mistake. I think. I don't know, it's pretty hard. Both riders got a good run, but I think Mado was a little bit with more variety on this run. One lander, 1 foot lander, and yeah, I will say Mado on this one. So you expect him to proceed Yep. to the next round? Okay, also der Mado, respektive Robbie Madison. Zumindest, wenn es noch um Rebaud geht, in der nächsten Runde. Und yeah, variety, go to Mado, that's normal. Vielseitigkeit auf der Seite von Robbie Madison. Also. Execution too. I'm not sure about this one. Execution, Adam Jones was pretty good. Then he got 3 helmets. Der dritte und der vierte Punkt für den Robbie Madison. Und damit ist schon lange klar, dass er also und auch der letzte, also the crowd, liked his run more. So you should be judge, man. Oh yeah, no, so far I won't focus to ride. I will be judged when I'm old and I don't ride anymore. But you will be working for the X-Fighters. Yeah, that will be pretty interesting for me to be judging, but later. So far, I'm still focused on ride and win some competition. Yeah, that's what we hope. Yep. It can't be always Roger Federer, you know, to win for Switzerland some, I don't know. Also, ich hoffe immer noch natürlich, dass der Matt Rebaud noch lange weiterfährt, aber wenn es dann mal tatsächlich nicht mehr so der Fall ist, so at the age of 55 or something like that, Matt Rebaud will become judge here at the Xbox, ja klar, danke. Red Bull X-Fighters World Tour. So, jetzt Spaß beiseite. The next duel is on. Yes, the next Bilko and Nate. I think on this one we will see some 360. So far no one do a 360, but with these 2 riders, one of them will be do a 360 for sure. Also, der Matt Rebaud erwartet die ersten 360s am heutigen Abend. Another pretty young guy out there. And both already wins X Games. And we'll see what's going on. We can see both of these riders ride 4-stock. You know, a couple of riders like Robbie Madison or Adam Jones was riding two stock, but now we can hear the noise. It's different. And Bilko right now ride with the new 350 KTM, a brand new bike. And yeah, we see. So for me, I stay with the 2-stock. That's just a different engine on a bike. Okay, neue Maschine von KTM. Oder das hört man auch am Motorengeräusch so ein bisschen. And yeah, do you know the difference between the bikes exactly, or is it just okay you heard about it? No, the difference is like the 4-stock. You get more power, but the bike it's a little bit heavier, and the 2-stock it's lighter but less power. And actually this year a lot of riders change for 4-stock because it's fuel injected, then you don't have a problem with the sealing of the jetting. And but you know, actually for freestyle bike, it's a bike with 2 wheels and well throttle.
I think that's the most important thing. We can see Blake try to get the crowd on this bucket right now. Okay. With some funny tricks. Also, ein paar witzige Tricks von Blake. Und eben, in dem Sinne, die Maschine hat ein bisschen mehr Saft. Ja. He tries to cheer a lot with the crowd. Also, der versucht da zu punkten beim Publikum mit. We can see Blake just like lose a little bit time on the track. Just I don't know why he take this solution of using the track like this, but. And so far no 360. It's pretty strange. Immer noch kein 360 von Blake und das irritiert den Matt Rebaud ein bisschen. Yeah. I don't care. Yeah, I didn't say that you care, but Yeah. I could hear some kind of like, what the hell? Why isn't he doing a 360? I mean. But I heard the ramp wasn't too good. That's a ramp who the Brazilian built there. And I heard them, I speak with Levi yesterday and he complained about the ramp. It's very trendy, this planking, right? Yeah, exactly. That's a new game from Bilko and Levi Sherwood. Just do some play everywhere. Also, noch ein neuer Trend, der auch die Freestyle-FMX-Szene erreicht hat. Planking, super cool. Bilko macht das souverän. Ob das allerdings in den Bewertungen der Judges auch berücksichtigt wird. I don't know if the judge like this, but I think all the fans who follow these two guys on Facebook really laughing when you see that. Yeah, maybe you can create a new planking trick and show it off at Madrid. Oh yeah, but that's the secret. I don't want like tell everybody what I want to do. Okay, so Leute, bevor wir den Herausforderer von Bilko anschauen, machen wir noch mal kurze Pause. Könnt euch noch schnell einen Sirup holen und dann sind wir gleich wieder da aus Brasilien vom zweiten Tourstop von der RedBull X-Fighters World Tour 2011. Bis grad. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Von wo habe ich schon gesagt? Brasilien, Hauptstadt von Brasilien, vom zweiten Tourstop von der RedBull X-Fighters World Tour. Oh, I don't know how often I said that tonight, but yeah, still sitting next to Matt Rebaud, unser Schweizer Aushängeschild, wenn es um Freestyle Motocross geht. Und der Matt Rebaud verletzt darum heute neben mir. Und ich freue mich auf den next Run, wie der kommt von Nate Adams. And Nate Adams has been placed third in Dubai. Yeah, placed third, and that's the winner of the last year, winner of the series. He's very consistent, and it's he actually never drew any mistake. He don't have like the biggest tricks ever, but he never drew a mistake, and he's good like on all the track. Very consistent. Also, der Amerikaner Nate Adams, einer der konstantesten Fahrer auf der Tour, macht fast keinen Fehler, ist der letztjährige Toursieger und hat die Auftaktshow sozusagen oder der erste Tourstop in Dubai für sich, nicht für sich können entscheiden, sonst sage ich, Dritter ist er geworden. So, letztes Jahr hat er Gesamtwertung gewonnen. So, habe ich schon gesagt, egal. Wir warten auf das, was er da macht und that was a pretty nice start-off. Yeah, I think that's a typical track for Nate, very technical. He's a very good motocross rider, and when the track is technical like this, he really loves it. So it feels like home here. Yep, that's a typical track for him. Also, ein Kurs wie gemacht für den Nate Adams. So
So far it's very clean. Big extension. He's riding very fast. Viel Speed, sauberer Run, fast oder gar kein Fehler bisher. Also ziemlich souveräne Vorstellung vom Nate Adams bis jetzt. And we can see that he used the course a little bit differently than the other rider. Und merkt auch, dass er den Kurs anders fährt als die anderen Rider. Und wie wir auch schon gehört haben, well, backflip and then take off, that's very hard and very technical. Ein sehr schwieriger Trick, der Backflip gerade vorher. Und wie gesagt, es wird ja auch bewertet, wie da die Strecke genutzt wird. Und auch in diesem Punkt kann der Nate Adams auf einige Zähler von den Judges rechnen. Although he didn't do a planking thing. No, that's not the style from Nate, definitely not. He's very serious and very focused on the thing. Then maybe he will lose the spectator judge, but I think for the other one he will beat Bilko. So you think he will get 4 helmets? Yeah, maybe with the crowd. I don't know, because Bilko do a better show for the crowd, but we are not on the stadium. We cannot really see what's the reaction of the crowd. Also, wir kommen da die Reaktionen aus unserem Kabäuschen nicht ganz so gut mit über, aber der Bilko vorher hat da einiges mehr an Show fürs Publikum geboten, aber ja, wir gehen mal davon aus, dass der Nate Adams da die nächste Runde erreichen wird, weil sein Run einfach, ich sehe es da nochmal in der Zusammenfassung, einfach doch solider und alles in allem anspruchsvoller war. So, would you say that Nate Adams is kind of like a similar rider than you are? I mean, there are the party people, as you just named them, and then the more focused riders, and in my opinion, you are one of the more focused riders on the tour. I don't know, like for sure Nate is very focused and very clean, and like me, likes when the track are very hard, and then now we can see he win like 3 helmets very easy, and but we are pretty different, like with attitude. I think he's more focused than me. He don't smile a lot. Okay, also. Naja, ob es dann wirklich die genau gleiche Art Fahrer sind, der Rebaud und der Nate Adams, weiss er nicht, bezweifelt das ein bisschen, aber gehören sicher beide zu den konzentrierteren Riders auf der Tour. Und ein 5:0, ein klares Verdikt, und sogar das Publikum hat da für den Nate Adams gewotet. Jetzt kommen wir schon vor wie bei einer Castingshow, wenn man von Voting redet. Egal. So. Was that the whole quarterfinal? Yeah, and now we will start with quarterfinal. No, the semi-final, sorry. Semi-final, yeah. And you can see Monty, the mechaniker from Levi. Also, ich habe es doch gerade gedacht. Vor lauter Übersetzen ist mir das ein bisschen abhanden gekommen, aber wir haben das Quarterfinal hinter uns und da die feurige Show läutet sozusagen das Halbfinale ein. Da muss man nicht wirklich viel dazu sagen. I think we can't comment much on this show here. Yeah, that's very typical to the Red Bull X fighters. You know, during every stop get something special from the country we are, and I think that must be probably like a typical dance from Brazilian stuff or whatever with a car, pretty cool car. A typical car I think from this Red one will Bull. be jump. That will be pretty fun. Also, wir hoffen, dass der Rallye klappt, da einen flotten Sprung ins Sand legt oder in den Dreck. I hope it won't hit the dancing crowd up there.
Also, noch ein bisschen Rallye-Show. Während der Nate Adams da relativ locker hinten im, wie sagst, in der Boxenstraße ein bisschen rumhängen. Well, that was a pretty short show of this rally car. I mean, Yeah, we are there for freestyle motocross. I think that's the most important thing. okay, I'm For sorry. me, I don't know. Yeah, of course, but you know, when they take a car out, then they should do a bit more with it, but don't mind. Also, der Matt Rebaud, dem ist es scheißegal, ob der Rallye-Karre jetzt etwas geboten hat oder nicht. Ich habe gefunden, er hätte ein bisschen mehr Scheißegal. Scheißegal. Total verrückt. Hast du wieder? Ja, genau, total verrückt. Hey, der versteht. Ja gut, das ist ja ein Schweizer. Super. Wir können wirklich wie Schweizerdeutsch weiterreden. Also, total egal, was der Rallye-Karre gemacht hat. Wir sehen hier noch eine kleine Zusammenfassung vom bisher Gesehenen oder von den Riders zeigt da in Brasilien. And it's incredible. The whole course has been built up during the last weeks. Yeah, it's all the time like this. He built the course like the week before, and you know, it's all the time on the special place for the RedBull X fighters with the story of the staff. And I'm very surprised how many people come to watch this freestyle event in Brazil. First time it's in Brasilia because we go to Brazil in Rio de Janeiro in 2008, and we come back to Brazil in Brasilia, and I'm pretty mad and not be there and stay in Switzerland and watch the other guys ride, but hope we come back the next year and I can have a trip to Brazil. Yeah, of course he will. Also, der Matt Rebaud ist ein bisschen traurig, dass da bei dem ersten Tourstop in Brasilia, in der Hauptstadt von Brasilien, er halt nicht kann mittun. Es hat ja schon einen Tourstop gegeben im 2008 in Rio de Janeiro und wir haben darüber geredet, dass eben die ganze Geschichte da, der ganze Kurs, der ganze Dreck, der da liegt, 7300 Kubikmeter Dirt, nennt man das ja, sind da extra angekarrt und aufeinander gebiegen worden, damit da die Riders heute die Sau rauslassen können. Und für all die in Masseinheiten nicht so bewandert sind, 7300 Kubikmeter Dirt, das sind rund 600 Lastwagenladungen voll Staub und Schmutz und Dreck. Incredible. I mean, yeah, who's cleaning off this whole stuff? I don't know. But wir haben das Halbfinale mittlerweile. Und Levi Sherwood. Yeah, we see if Levi Sherwood start to a run without flip, or he will put some backflip tricks on this run. I'm pretty interested to see. Yeah, he had a training run just before. Now he should know the course, right? You know, it's not that. I think if you don't do the tricks during the practice, it's hard to do in a competition. Also, wir wundern oder fragen uns, ob der Levi Sherwood jetzt vielleicht doch noch einen Flip-Trick auspackt, weil alle die es vorher schon gesehen haben, der Levi Sherwood, der trotzdem das Halbfinale erreicht hat, obwohl er keinen Flip-Trick gemacht hat, das wahrscheinlich, weil er halt eben seine ganze Bagage nicht bekommen hat zur richtigen Zeit hier in Brasilien. But it doesn't seem that he will do a flip-Trick. But he's very focused to be very fast on the track and very smooth. So far he's doing pretty good, and I think it's very important for the judge when you can see a rider who have fun on the course and have a good flow. So, but it's a pretty clean run, as I can see. Yeah, it's super clean so far, but he gets some easy tricks, and it's easier to have a clean run when you don't risk your life on the tricks. Of course. Also, ein sehr sauberer Run von Levi Sherwood, wo da wieder keine Flip-Tricks macht. The last jump for the run. Und auch im letzten
kein Flip-Trick. Und der Levi Sherwood, der da tatsächlich darauf bedacht war, mit viel Speed. Whoa! Ah, nice. Monty will be not happy with that, this mechanic. Oh, he got a flip, he got a flip. Hey. See? But the time's run out. Also, er hat doch noch einen Purzelbaum am Schluss gemacht, aber die Zeit war abgelaufen. Also, ob das für den Levi Sherwood langt, wir werden es sehen, wobei wir doch insgeheim daran zweifeln. So, you would guess that this has been the last run of Levi Sherwood tonight? Yeah, if Mado don't do any mistake, I can naturally see Levi on the final with a night without flip. That will be, I don't know, but... There would be a step backwards for the whole sport. So yeah, I think. But you know, that's head-to-head. Because we can see then Igo was running better, but do a lot of mistake and lose all these points with doing mistake. Also, ich habe jetzt gerade behauptet, das wäre ein Rückschritt für den ganzen Sport, wenn der gute Levi Sherwood auch den Halbfinal ohne einen Flip-Trick zu machen übersteht und im Finale kommt. Aber wie der Matsubo auch gesagt hat, er hat ja schließlich auch schon den Eigo Sato im Viertelfinal geschlagen. Und der Eigo Sato hat zwar Flip-Tricks gemacht, aber die nicht sauber ausgeführt, respektive ist ein paar Mal ein bisschen krumm gelandet. Und ja, man weiß ja nicht. Vielleicht passiert Robbie Madison, respektive Meadow, wie er so genannt wird. That's pretty cool. So after this show, I know how the guys are really called. Cool. I feel like I'm part of this whole You can see Mado with this twitch. He's all the time shake his head when he get the pressure. Also, da schnell das Kopfschütteln. Das ist kind of like how's it called? Like A twitch. yeah, exactly. Also, Robbie Madison, das Kopfschütteln, das hat er immer, wenn er konzentriert ist. Big backflip tsunami. Backflip Tsunami. Backflip back kicker. So right now he I could... think he won't like make fun of Levi. He started with 2 flip during this run. Also, der Matsubo With a no-end landing. No-End Landing und der Matsubo hat das Gefühl, der Robbie Madison verarscht da den Levi Sherwood ein bisschen, indem er gerade bei den ersten 2 Sprüngen schon Flip-Tricks zeigt. Oder er wollte einfach alles schon klar machen, so he could stop his run now and would... No, definitely not, because he have to, you know, Levi got a big extension and use very good the course, then he have to do a good run still if Levi didn't do any tricks. Also, jetzt schon abbrechen und aufhören würde trotzdem nicht lange, weil der Levi Sherwood einfach den Kurs wirklich gut ausnutzt. Aber wenn er das so heimbringt, wie er es angefangen hat, dann denke ich doch mal, dass der Robbie Madison das Finale erreichen wird. Underflip. Underflip. And the last jump. Yeah, I think it's pretty easy for Mado right now. He knows then he will be on the final. No mistake, clean run. Also, kein gröberer Fehler zu erkennen gewesen, respektive überhaupt keinen. Und man kann davon ausgehen, dass unser Pro-Judge tonight, der Matt Rebaud, sowieso einmal mehr Recht hat und der Robbie Madison ins Finale kommen wird. Impressive run. Yeah, Mado did a very good run. He's a good level right now. But actually, Mado, that's one of the riders who take a lot of risk or all the time have some crash. And he got a hard time to have like one full season
without mistake on this run. But so far it works good for him. Also, Robbie Madison, der immer eine riskante Linie fährt, sozusagen, oder immer viel Risiko nimmt. Und das scheint sich auszuzahlen, respektive man hat es ja doch eigentlich schon gesehen, was jetzt gerade passiert ist. Nämlich der Robbie Madison erreicht da das Final, und zwar, sagen wir, mit 5:0. Nein, doch nicht. Yeah. The crowd liked the We can see that the crowd really love Levi. It's probably because he's single and he's young, then maybe a lot of girl on the crowd. I don't know. Ah, okay. So, also, Levi Sherwood ist noch Single für alle Zuschauerinnen da draußen. Und der Matt Rebaud führt das unter anderem darauf zurück, oder sieht das als Grund, warum die Zuschauer den Levi Sherwood doch noch lieber gesehen haben als der Robbie Madison. Sexuell, wir machen nochmal eine kurze kleine Werbeunterbrechung und sind dann zurück mit einem grossen Final vom RedBull X-Fighters. Zweiter Tourstop da aus Brasilien. Also bleibt dran. Nein, es ist noch gar nicht Final. Da haben wir noch ein weiteres Halbfinale. Mein Gott. Also bleibt trotzdem dran. Ich bin schon recht verwirrt. Bis gerade. So, Ladies and Gentlemen, da sind wir zurück aus Brasilien vom zweiten Tourstop von der RedBull X-Fighters World Tour 2011. Und ich, der Philipp Stirnemann, sitze nach wie vor neben Matt Rebaud. Und der nächste Halbfinale, das wir sehen, is a pretty interesting one, because we'll see Andre Villa competing against Nate Adams. Und die beiden haben im ersten Tourstop in Dubai den zweiten und den dritten Platz belegt. Genauso in dieser Reihenfolge, wie ich es gesagt habe. Also, der Andre Villa aus Norwegen ist Zweiter geworden und der Nate Adams Dritter. Yeah, should be interesting. Yeah, this one will be a big fight, but I'm pretty sad that Levi didn't pull, the best of this at this level to be on the final. I think Levi can do way better than that, and. But get like the bag very late. You don't have this suspension for the practice, and just get for the show, and don't have enough time on the course. And I think that cost him to be not on the podium tonight. Okay, der Matt Rebaud trauert immer noch ein bisschen Levi Sherwood nach, der einfach extrem nichts riskiert hat heute und keinen Flip-Trick gezeigt hat und darum wohl auch ausgeschieden ist. Aber eben, wir haben schon gesagt, wir gehen mal davon aus, dass das daran liegt, dass er seine ganze Bagage inklusive Töpfe und weiß ich nicht alles zu spät bekommen hat und darum kaum mehr trainieren konnte. Also trotzdem eine grossartige Leistung von Levi Sherwood und yeah, maybe he will win in Rome. Because in Madrid, he will win. I think that would be hard for me to win in Madrid. When you come back, you have to have like a couple time practice on a competition to be 100%. But I think I'm very focused this year. For me, in X Games, it's 2 weeks after Madrid. Then Madrid that will be more practice for me for X Games. And the X Games are still the biggest event in the world. Yeah, it's a little bit different because the X-Fighters now it's so big and it's a series, but X Games it's very big, but only for US. We don't speak a lot in Europe about X Games, and that's a good thing with the RedBull X-Fighters because it's around the world. And but the bad thing it's a series, and I miss the 2-3 events, and now it's very hard for me to have a good result, and that's why I won't focus on the X Games now. Okay, also Matt Rebaud kehrt dann in Madrid am übernächsten Event ja zurück
Und 2 Wochen nachher ist dann bereits, sind dann die X-Games. Sorry. Yeah, we can see we see a perfect run from Villa. Villa got a very good level this year, and he's on fire. I think Nate must have a lot of pressure right now. Also, der andere Villa aus Norwegen, während ich da versucht habe, noch das, was der Matt Rebaud vorher erzählt hat, zu übersetzen. Ein riesengroßer Run, ein grossartiger Run angelegt da gerade, und das bringt den Nate Adams doch ein bisschen unter Druck. Also, der Norweger da in bestechender Form, nicht nur am heutigen Abend, ist ja, wie gesagt, beim ersten Event in diesem Jahr bereits Zweiter gewesen. Also, wir sind gespannt. Und vielleicht noch mal ganz kurz, während dieser kleinen Zusammenfassung, um das noch auszuführen, was vorher noch gesagt worden ist. Also, Matt Rebaud kehrt dann in Madrid zurück auf Tour, ist dann aber schon einiges in Rückstand, weil er halt 3 Events verpasst hat und fokussiert in diesem Jahr ganz klar auf die X-Games, wo vor allem in Amerika einen grossen Bekannt- und Beliebtheitsgrad geniessen. Im Unterschied zu der X-Fighters World Tour, die ja Serie ist. Und yeah, but next year we will win the X-Fighters series again, right? That will be a good plan for sure. Yeah, I know. I wish, but that will be hard. I will try to do everything to get a good result the next year. And but right now I'm focused to practice to be back the most soon I can on my bike. And yeah, we can see Villa is pretty happy. And the funny thing, we can see Villa get like a plate on this visor. And I spoke with Levi. The humidity in Brazil was terrible. And when you ride, you get some fog on your glasses, and that's why you put stuff on the visor to not have stuff on the glasses. Also, wir haben hier gesehen, über dem Visor, über dem, I don't know how it's called in German. Damn it. Über dem Visor hat so ein kleines Teil gehabt, und das ist wegen dem super, yeah. Ich stoße da meine Grenzen, aber endlich können wir auch noch etwas zeigen, wo jemand etwas trinkt und mit dem Event etwas zu tun hat. Also, das Teil, die Platte da oben dran, ist wegen Dreck da, und ja, das noch dazu. Ich habe es versucht. Manchmal geht es halt nicht. So, let's stay focused on Nate Adams. Yeah, Nate Adams starts the run with a one-hand takeoff backflip. I think he's running very good and super smooth. And we can see that Nate is faster than Villa. Also ein bisschen mehr Tempo beim Nate Adams. Das heisst, that also means higher airs, right? Yeah, it's just like flowing in the track way better with some no-hand landing and some special stuff. Then the judge really like that. Also mehr Speed bedeutet natürlich ein bisschen mehr Airtime, ein bisschen mehr Zeit für Sachen in der Luft zu machen. Und das Ganze sieht auch noch ein bisschen smoother aus. Also man kann mit mehr Speed durchaus die Judges ein bisschen mehr beeindrucken. Und ja, ob sich das aufgeht für den Nate Adams, wir werden es in ja, mehr als 3 Sekunden sehen, wenn er dann einmal da wegkommt und sein Score überkommt. Oh, nice jump at the end of his run. So what do you think? You said Andre Villa did a great run before. Andre got a little bit better extension, but Nate using the course and was more smooth, more fast. I think it's pretty tight between these two guys, but I will say Nate. Okay, also. With that, you know, backflip, one-hand takeoff, it's actually the only guys who can do that, and that's super good. Also, ein riesen Backflip. Noch ein bisschen ohne Hände und so weiter von Nate Adams, und der ganze Run ein bisschen smoother, ein bisschen sauberer gefahren von Nate Adams, und darum gehen wir mal davon aus, dass der Nate Adams, wenn auch knapp, weiterkommt, respektive im Finale vorstößt. Und ja, you were right with all of your suggestions this night. So I think Nate Adams will. We see. Proceed to the final. You never know, you know, freestyle, when you get the judge, sometimes you are surprised about the result, and you mean the judges think, okay, let's do some freestyle with the judgments? No, it's like it's pretty cool because
now for the Red Bull X Fighters, all the judges got like, that's the guys who really know the sports, and before he take him for the event, he test him and he explain exactly what he will ever do, and it's easier for the judge, you know, one judge judge only one thing, you know, variety or like style, or you think the course, and make the result way easier and way right. And, Okay. and yeah, now Yeah. Nate will be on the final, then there will be a final between Nate and Robbie Madison. And these are the two neighbors, right? Yeah, exactly. One These are day, the, yeah. one door. Both live okay. in Temecula on the same street, and both have a track next to the house. Okay, both. Yeah. And they don't share the. No, you each don't- year Okay. like sometimes they'd go to Mado's house to ride, and it's actually pretty funny. Ja, I can imagine. Also, wir haben eine spannende Affische hier im Finale. Und zwar stehen sich da der Nate Adams und der Robbie Madison gegenüber. Und die stehen sich nicht nur gegenüber, die wohnen auch gegenüber. Und zwar sind das Nachbarn, kommen aus dem gleichen Ort in den Staaten und haben beide ihre eigene Übungsparkour daheim. Und ja, die teilen sich da eben nicht etwa, sondern jeder hat da seinen eigenen, wo er dann seine Tricks für das nächste Event übt. Yeah, and there was very, very clear here that Nate Adams beat Andre Villa. Yeah, it was very clean. And now we start with one of the things that the crowd loves the most is the train. We can see the other rider get ready for the train, and a little bit of show before, but it's pretty funny when the guys, we start to do a train, then every rider follow each other. The crowd get crazy on this time, and I'm pretty exciting to see how the crowd from Brazil will be reacted of that. Also, wir sehen hier noch kleine, wir sind ja in Brasilien und ich glaube, vielleicht 5 Menschen mehr finden Fußball gut in Brasilien als FMX Freestyle toll findet. Just said that there might about 5 people more in Brazil liking soccer than FMX. Oh yeah, but that's normal, you know, I think that's the same in Switzerland. A lot of people don't know about freestyle motocross, and a lot of people like soccer. I think that's normal, and but you know. Yeah, but the thing is, you as Swiss guy, you are one of the biggest FMX pros in the world, and the Swiss football team is, yeah, okay. Yeah, that's for sure, Just but the football team. you know, it's a mentality. I think in Switzerland the people don't like the mechanic sports and the engine sports. Think about, you know, the pollution and that stuff, but you know. I accept that, and Yeah, oh yeah, but, for sure. But I mean, what's with the Formula One and Buemi and the Sauber team and stuff? These are. Yeah, but I think it's just the mentality of Switzerland. Like in general, the people like better some other sports, but I won't try to change that. And I think the good thing every year more people like motocross freestyle, and every year the sport it's more popular. You know, see, it's on TV. Then 5 years ago, it wasn't on TV in Switzerland. Yeah, thanks to Star TV. Juhu, endlich mal Werbung in eigener Sache. So, also, wir haben ein bisschen darüber geredet, für all die es nicht verstanden haben, dass Freestyle Motocross kommt immer mehr, sogar in der Schweiz, obwohl der Rebaud sagt, in der Schweiz steht man halt doch eher auf Fußball und so breite Sportarten und weniger auf so, wie soll man sagen, motorisierte Geschichten. Ich habe dann da in die Waagschale geworfen, dass wir aber doch auch Formel 1 affin wären. Aber Rebaud meinte trotzdem halt eben Fußball und so weiter doch noch ein bisschen beliebter. Aber da, nicht zuletzt an dieser Übertragung sieht man doch, dass FMX Freestyle Motocross doch sich einer zunehmenden Beliebtheit erfreut. Und yeah, you just talked about this train before. Yeah, the crowd loves the train, and it's actually pretty cool for us when you do the train, and it's more relaxed, and
for like a couple minutes you forget about the competition and just have fun with a friend and just give some fun to the crowd. But isn't it hard? I mean, if you step into the finals and... the two guys who ride the final don't ride the train. Okay. Ich wollte sagen, der Matt Rebaud hat es vorher schon gesagt, eben der Zug, also alle Fahrer, die da noch schnell eine kleine Show vor dem Finale zeigen, sehr beliebte Sache, nicht nur beim brasilianischen Publikum, aber natürlich die beiden Finalisten, die machen da nicht mit. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu hart, would be a bit too hard if you have to do this train stuff and afterwards compete in the finals, right? It's just the timing, and you know, for the final you need to change the run because not all the time, and I don't know this one, but normally the final it's a little bit longer. Then you need to put a couple more tricks on your trick list, and you know, you get so much pressure. Then the two finalists don't ride the train. Also, im Finale ein bisschen mehr Zeit, muss ein bisschen mehr Tricks zeigen und ist natürlich auch fokussiert auf den letzten Heat und darum machen die nicht mit. Before we start with the final, yeah, let's talk about the course again. You said okay, it's a hard one, it's a very technical one. So overall, what do you think? Do you like it? Although you didn't ride on it, or do you think there are much better courses on the tour? You know, I think it's a good course. When the course is hard, it's cool because you can see the difference with all the rider, but you miss a little bit about big tricks. You know, we didn't see so far a 360 or a big extension, but the good thing is like when the course is hard, the good rider can do the difference with the other one. And for the judge and for the result, it's better when the track is hard and you can see some different stuff of the rider. You know, actually in Madrid or like when the track is easy, the rider take a lot of risk to have a big extension, and it's very hard for the judge because every rider get a good run. Then on this one, you can see some rider do some mistake and some rider look very easy and some not. And you can see the Nate. All the time when Nate ride, you get a very good flow and it's very smooth. And as a rider, what kind of course would you prefer? I like a course like this when it's very hard because I come from motocross and I love the technical course. Okay. But some other rider who like better the easy course and have a big tricks, a big extension, you know, that's different with all the rider. Okay, also wir haben noch mal kurz uns über den Kurs da heute unterhalten und wie es der Matt Rebaud ja auch schon gesagt hat, es ist eine härtere Sache, ein technisch anspruchsvoller Kurs und im Unterschied zu den einfacheren sieht man da eher, wo die Unterschiede liegen bei den Fahrern und vielleicht eben auch als Laienzuschauer, wie der eine oder die andere unter euch sind. Man kann da die einzelnen Leistungen der Fahrer effektiv besser auseinanderhalten und selber sehen, wie halt auf einfacheren Courses, wo Fahrer dann halt wirklich mehr riskieren, spektakulärere Tricks versucht zu zeigen, wo es aber dann auch für die Judges schwieriger ist, die einzelnen Fahrten zu bewerten. Und wenn es nach dem Matt Rebaud geht, so präferiert er effektiv die technisch anspruchsvoller Courses und das nicht zuletzt, weil er halt auch vom Motocross herkommt. So. Okay, we can see Mado warm up this bike. It's after he will come back to the stage to start this run, and Mado must have like a lot of pressure right now, but feels super good to be in a final, definitely. Also, der Robbie Madison sehen wir. Und da haben wir gesehen, wie er gerade seine Maschine aufgewärmt hat vor seinem grossen Auftritt im Finale. Und der Druck muss enorm sein, der da auf dem Robbie Madison lastet im Moment. Er eröffnet da das Finale und es ist immer bei diesem Duell immer der Fahrer zuerst dran, der im Lauf des Contests schlechter platziert war. Und das geht auf die Quali zurück. Also, weil der Robbie Madison nicht ganz so gut platziert war nach der Quali, startet er als Erster in das Finale. Is it really harder to go as the first one on the course?
I mean... No, it's not really hard, but the thing is like normally the guys who do better on a qualification ride second. And yeah, that's why I ask, because that gives me the idea that... It just gives advantage if you ride second and the other rider do a mistake, you know, then you can ride easier and still grab the win. Alright, then now we start for the final. Brazil, RedBull fighters. And we can see that the time change, now it's 2 minutes. Also 2 Minuten Zeit und die Final läuft. Der Robbie Madison ist im Kurs and yeah, he rides with high speed, isn't he? Yeah, he's riding pretty good so far, no mistake. It's almost the same run than on the qualification, like than on the semi-final, but we'll see if Mado step it up and try to grab the win. Also, Robbie Madison gibt da alles. Fahrt einen ähnlichen, wenn nicht der gleiche Ride, sozusagen wie in der Quali. And we see Nate super concentrate, try to remember every jump we need to do. Da einige sind die Waagschale. Yeah, big on the flip. We can see Robbie work hard on this underflip. For all this run, he did it perfectly with a nice reception. Also der Underflip, abgesehen davon ja, Matt sein Lieblingstrick, wie wir auch schon herausgefunden haben heute. Das ist der, wo eben... And now we can see he's one leg on the side. That's very good for the judge. That's the only guys who do that. Also, der Sprung vorher, wo er das Bein auf die Seite nimmt. Für die Bewertung der Judges eine sehr wertvolle Geschichte, weil der hoch bewertet wird. We can see that Mado is a little bit slower now. I think he's got a hard time to be on the track. Also, ist langsamer geworden jetzt, der Robbie Madison. Und einen Sprung hat er noch. Ja, der muss ja gut. Turn down whip, yeah. I knew one trick. Geil. Also, ein Trick erkannt. But the underflip, I know it now. So, liebe Leute, ich habe einen Trick gekannt von mir aus. Das macht mich so stolz, dass wir nach dem Robbie Madison was a pretty good run, wasn't it? It was a good run, like nothing special, but it was a good run. Gut, also, wir finden der Run I'm pretty hard, no, it was a good run. Der Matt Rebaud findet den Run recht okay vom Robbie Madison. Ich habe ihn super gefunden. Und ob der Nate Adams den Robbie Madison schlagen kann in diesem Finale in Brasilien am RedBull X-Fighters 2011 im zweiten Tourstop, das erfahren wir gerade nach dieser schönen Zeitlupe und nach einer kurzen Werbeunterbrechung im Anschluss an die schöne Zeitlupe. Und dann finden wir heraus, wer der Sieger da in Brasilien wird. Bis grad.
Liebe Leute, da sind wir ein letztes Mal aus Brasilien, in Brasilien, vom zweiten Tourstop der RedBull X-Fighters World Tour 2011. Und der Matt Rebaud ist vielleicht nicht ganz so nervös wie ich, aber wir stehen vor dem allerletzten Run von diesem Abend. Und zwar steht am Start der Nate Adams, der jetzt den Robbie Madison, den wir gerade vorher noch gesehen haben, natürlich schlagen will. Und wie wir vorher herausgefunden haben, oder wie der Matt Rebaud souverän gefunden hat, Robbie Madison, sein Run was not the best run ever seen, was not the worst run ever seen. It was an okay run, but Nate Adams has good chances to win this one tonight. Yeah, I think if Nate do a good run, he started like very good, like in the semi-final with a one-hand takeoff backflip. And but you never know. You can do a mistake so fast, then you need to stay concentrated and step it up. You know, he got a lot of pressure. It's the final right now, and it's pretty interesting to see that. Also, kann der Nate Adams mit dem Druck, der auf ihm lastet, umgehen? That was kind of like planking in the air. Egal, das haben wir vorher schon mal gesehen und es war eigentlich etwas ganz anderes gewesen, während der Robbie Madison wartet, was der Nate Adams macht. Und der Robbie Madison ja mit einem soliden Run, allerdings nicht der allerstärkste, den man je gesehen hat. Ob das lange werden wir in knapp einer 3/4 Minute wissen. Der Nate Adams, ja, wie gesagt, Dritter geworden am ersten Tourstop in Dubai und der Nate Adams amtierender World Champion, wenn es um die RedBull X-Fighters World Tour geht. Also der Mann hat einiges zu verlieren in diesem Jahr. Yeah, so far it's perfect. Oh, new transition. Nobody did that before. I think Also, that's good. noch ein paar extra Punkte von den Judges. Eine neue Transition hat er da gefunden, der Nate Adams. 10 seconds, I think 1 or 2 jump more. It's almost there for Nate. Okay, just another jump. Einen hat er noch. Juhu. Perfect. So, do you think? Oh, we see the result. I don't know. It's pretty hard. You know, both got a good run. Both got a very good tricks. That's the final. We can see Andre Villa who takes the 3rd place tonight, and now we see who then Mado or Nate win. Also, der andere Villa aus Norwegen, by the way, Dritter geworden. Das steht schon fest. Und wer da sich das Krönchen aufsetzen am heutigen Abend, wir werden es in ein paar wenigen Augenblicken erfahren. So viel ist sicher. Es wird eine ziemlich enge Sache, weil beide Runs eigentlich sehr, sehr stark sind. Und do you have a favorite or you think okay? No, I don't have favorite. 2.5 helmets for each. The final, it's different. We cannot see the helmet. Oh, I don't know, but I think it's no helmet for the final. It's Okay. just the winner. Alles klar. Then we see. Gut, dann kein Helm mehr. Also, wir werden nur den Sieger erfahren. Wir werden da nicht mit Helmli-Verteilung sehen. So. Es wird langsam spannend und der Nate Adams wartet auf den Robbie Madison, der jetzt dann auch dort rauf sollte, nehme ich mal an. Oh, we can see we can hear the speaker on the pretty strange language. It's Portuguese, I guess. Yeah, Do you understand? definitely not. Me too.
I'm sure he's telling nice things. Oh yeah. Also, wir verstehen beide den Portugiesisch sprechende. You can see Danny with the creatures. I feel very bad for Danny there. I think he can win the championship. Hope he's back for Rome and can fight for the win. Also, wir haben da gerade kurz den Dani Torres gesehen, der Spanier, der ja den ersten Stop in Dubai gewonnen hat und sich, wie gesagt, ja gestern an der Schulter verletzt hat. Und yeah, I mean, Nate Adams, he's cheering with the crowd. Do you think he knows that he just won, or? I think you cannot be sure, but you know then he get a good run, and you know that will be a good fight. And we get a helmet. We see Variety go to. Wir sehen eben doch Helmet, der Nate Adams mit dem ersten Helm, and now we see who's got the better training ground. And challenge and execution go to Robbie. Also bessere Ausführung und style. Oh, style go to Nate. Then Nate needs just one more helmet to grab the win. Oh, and Nate Adams win. That might have been this transition. Yeah, use of course, yeah. But he gets a challenge and execution too. Also, Show und Zuschauerreaktionen gehen ebenfalls an Nate Adams und somit gönnt der US-Amerikaner mit 4:1 Helm der Final gegen den Robbie Madison. So he has the better training ground, right, at home? No, I don't admit that, but it's pretty funny because Nate Adams wins the series last year without a win. All the time he was on a podium, then it's almost more than 1 year that he didn't have a win on a Red Bull X Fighters, and he must be very happy right now. Also, der Gesamtsieger oder Toursieger vom letzten Jahr, der Nate Adams, gönnt also den Stop da in Brasilien. Und interessanterweise hat der Nate Adams ja die Tour letztes Jahr gewonnen, ohne einmal ein Event als Sieger zu beenden. Er ist zwar immer auf dem Podest gestanden, aber halt nie ganz zoberst, und das hat sich heute auf jeden Fall definitiv geändert, und ja, da nehmen wir doch einfach mal an, dass der da ziemlich glücklich ist. So I guess he's happy too. Oh yeah, that's for sure. So let's talk about the next few stops. The next one will be in Rome. Yep. Do you know anything about the course there, or is it that one has to travel there and then you see the course and know, okay, that's the new... No, I don't know yet about Rome, and we can see then Adam Jones gets a prize from Swatch for the best tricks with dead body, crazy extension. And, but I don't know about Rome. The next one will be Rome in 1 month. And after Madrid, I will not ride in Rome normally, but I go to watch the competition, but not to compete. But I will be back for Madrid. Madrid is 15 June, and then I don't have a lot of time to practicing for that, but I still have the creatures. But normally, in 1 month, I can start to ride and try to be prepared for Madrid. Okay, so der Adam Jones hat da noch den Best Trick Award von Swatch gewonnen, sozusagen. Muss man nicht viel mehr dazu sagen. Und wir haben noch kurz über Rom geredet, der Ort, wo der nächste Tourstop dann stattfindet. Und zwar Ende Juni, wo der Rebaud zwar vor Ort wird sein, aber leider, wir haben es ja auch schon gehört, noch nicht kann mitmachen. Aber dann in Madrid, da sind wir froh und freuen uns, wird der Rebaud wieder starten können. Wobei ich freue mich dann nicht so, because I will lose my co-presenter of this show. Maybe I hit your knee after this show, so you can yeah, right. help me out for the rest of the year. Nein, ich werde Rebaud sein Knie natürlich nicht zertrümmern, damit er auch weiterhin das Jahr kann mit mir X-Fighters kommentieren. But I wish you good luck. Thank you. For the rest of this season. And thanks. Mado get one plank too. So, planking is everywhere now. Robbie Madison macht auch mit. He should have done that on top of this trophy, not underneath it.
Er hat das Planking besser auf seinen Pokal gemacht. So, thanks again for helping me out here with this Red Bull X Fighters event. And as I said, I wish you good luck with the rest of the season. Viel Glück am Rebaud. Merci vielmals fürs Co-Kommentieren. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und ich habe nicht zu viel hin und her übersetzt, wie auch immer. Anders ist es nicht gegangen. One last question. What are your future plans? Of course, you will win this series because, with 4 stops left, there are enough points to earn. You know? No, that's not really the plan. You will my win plan the right X now Games? is like try to be back on my bikes most soon I can, and try to find my feeling back. And I want to focus on X Games. And now it's I cannot have the championship, but I can take risk for one event, and I think in the end of the season everybody is tired and everybody have a pressure about the championship. Then me, I will be just wide open and no pressure at all, and just enjoy and try to have the best result that I can. Genau. Also der Rebaud kommt in Madrid wieder zurück auf Tour, gönnt dann alles, holt auf, hat keinen Druck, gönnt die X-Games und ist am Ende von dem Jahr natürlich Erster, zum wiederholten Mal, an der Red Bull X Fighters World Tour 2011. Ich bin da ganz sicher, dass der das machen wird. Er zweifelt da selber zwar noch ein bisschen dran, aber das ist einfach die Schweizer Bescheidenheit. Anyway, ich habe mich auch ganz artig bei ihm bedankt fürs Co-Kommentieren heute. Verabschiede mich mit diesen Bildern vom grossen Sieger Nate Adams da aus Brasilien, in Brasilien, vom zweiten Tourstop von der Red Bull X Fighters World Tour. Wie gesagt, der nächste findet dann statt Ende Juni in Rom in Italien. Und wir freuen uns auf übernächstes Mal in Madrid, wo dann der Rebaud wieder am Start ist. Das wäre es gewesen. Ihr könnt euch hier noch ein bisschen Tabellen anschauen, wer im Moment führt. Und eben der Rebaud, der erscheint dann ab übernächstem Mal schon ganz oben. Da bin ich sicher. Wir sehen uns vom nächsten Tourstop aus Rom. Bis dahin, macht's gut. Einen schönen zusammen. Thanks again and bye. Tschüss zusammen. Jo, genau. Bis später. Genau, richtig.